Majaye oni o, mi ò mẹ̀yìn ọ̀la o. Majaye oni o, mi ò mẹ̀yìn ọ̀la o. Majaye oni o, mi ò mẹ̀yìn ọ̀la o. Wollte dich über deine Reisen interviewen. Ja, Das ist nichts Neues. ja. Und wann haben die stattgefunden? Ja, also ich habe zwischen 1972 und 1985 habe ich 10 Reisen unternommen nach West- und Zentralafrika. Meine Reisebegleiter und ich, wir waren immer interessiert an den sogenannten Killifischen, den eierlegenden Zaunkarpfen, wie sie richtiger heißen. Nur in Hobby werden sie halt Killifisch genannt. Und ich war mit dem Otto Hoffmann, dem Otto Gartner, dem Alfred Rader, den Jürgen Scheel und den Dirk van den Oudenerde unterwegs. Der Hoffmann und Gartner, das sind Aquarianer gewesen. Der Scheel war ein dänischer Oberst im Heer, der sich sehr für diese eierlegenden Zaunkarpfen interessiert hat. Und der Van den Oudenerde war der Ichthyologe von einem Museum in Belgien, vom Museum für Zentralafrika. Und ja, der Radar, der war Hobby-Ichthyologe und der hat insgesamt 67 Orten bzw. Unterorten, also neue Unterorten beschrieben. Und der hat mich sehr unterstützt, finanziell auch, der hat auch Geld aufgetrieben und da habe ich mitnaschen können. Zu den Killifischen möchte ich noch sagen, dass die auf der ganzen Welt vorkommen, außer in Australien. In Australien gibt es sie nicht. Es gibt ganz wenige in Europa, also im Mittelmeerraum, und in Asien gibt es auch wenig. Das meiste kommt in Afrika, in den Tropen und Subtropen vor, genauso wie in Südamerika und Amerika. Zu den Killifischen wäre noch zu sagen, dass es 2 große Gruppen gibt, die in periodisch austrocknenden Gewässern vorkommen und andere, die in permanenten Gewässern vorkommen. Also die im permanenten Vorkommen, die findet man ganzes Jahr, während die aus periodisch austrocknenden Gewässern eben nur in der Regenzeit zu finden sind. In der Trockenzeit sterben die Fische an, nachdem sie die Eier angelegt haben und sich die im Bodengrund entwickeln. Der Nachteil von den Ganzen ist, in der Regenzeit sind die meisten Straßen oder sehr viele von den Straßen in Afrika und auch in Südamerika in entlegenen Gebieten nur mit geländegängigen Fahrzeugen zu fahren. Bei unseren Reisen haben wir meistens nur den Flug gehabt in das Land, haben dort ein Auto gemietet und sind dann in die Gebiete gefahren, die wir sich schon vorher ausgesucht haben. Beziehungsweise haben wir 2-mal Auto von Wien nach Afrika geschickt, also einmal nach Kamerun, ein R4, und dann nach Elfenbeinküste, Abidjan, ein Citroën Ami 6. Und waren das geländegängige Autos oder eher nicht? Nein, das waren billige, der Renault 4, das ist der, Ja, den was haben der wir da- auch mal gehabt. Ja. Den haben wir auch mal gehabt, also so in der Art sind die Autos. Ja. Wir sind die ersten 4 Reisen mit dem Quelle Reisebüro unterwegs gewesen. Die haben günstige Flüge gehabt nach Kamerun. Und bei der ersten Fahrt war der Ernst Haller dabei, mit dem wir dann später auch in Verbindung gewesen sind, auch mit seiner Frau. Bei der zweiten Fahrt war eben der Scheel aus Dänemark, der hat eine Unterstützung gekriegt, der hat das Auto damals, das Mietauto gezahlt. Das war der Ichthyologe?
Nein, das war der Oberst von der dänischen Armee. Die erste Reise war 72 mit dem Shell, das war dann 73. Und da haben wir haben immer wieder neue Orten gefunden und im 73er Jahr ist es uns gelungen, eine neue Ort zu finden, die dann als Apfelsemien Bürzle beschrieben worden ist, was in der Zwischenzeit in eine andere Gattung umgeschiffert worden ist und heißt es nicht mehr Apfelsemien, sondern Borobanchax. Borobanchax Bürzle heißt er. Die dritte Reise war 78. Da hätte sollen der Radar mit den belgischen Ichthyologen unterwegs sein in Kamerun und der hat im letzten Moment aus beruflichen Gründen nicht kommen und zu Benin den Genuss kommen und war mit den Teils von den Adlermeere unterwegs. War sehr lehrreich für mich, weil die Belgier, die haben sehr große Afrika-Erfahrung gehabt und haben das alles perfekt organisiert. Wir sind in Dörfer gekommen, auch, oder? wo wir, bitte? Aus historischen Gründen auch. Waren die nicht die Belgier? Die Belgier waren im Kongo. Okay. Ja, da, aber nicht in Kamerun. Aber die haben in Kamerun, die haben dort 2 Autoschläge gehabt, einen Land Rover und einen Unimog und eine komplette Campingausrüstung mit Wasserfilter und alles. Und da sind halt von dem Museum jedes Jahr einige hingeflogen und haben ihre Arbeiten durchgemacht. Der Ichthyologe hat sich für die Fische interessiert, der hat nebenbei auch Fledermaus gefangen. Wir haben ein Japannetz mitgehabt, das in der Nacht gespannt worden ist und da haben sie dann Fledermaus gehabt. Aber keine Käfer oder Insekten? Nein, da waren wieder andere Leute da. Ja. Ne? Ja, und die waren sehr perfekt. Wir waren in den Dörfern, wo wir übernachtet haben, waren wir schon angekündigt, da war schon ein Hütten für uns freigeräumt und so. Das war wunderbar. Ja, das war 75. 1976 war ich mit dem Otto Gartner und dem Kollegen Fritscher, das waren Kollegen vom Aquarienverein, vom Danio, unterwegs. Dann 77 war die nächste Fahrt. Da waren wir in Kamerun und Gabun. Da war der Ernst Haller wieder mit und der Radar. Und da haben wir den R4 von Wien weggeschickt, von Dresd mit Schiff nach Douala in Kamerun. Waren dort mit den Wiener Nummern unterwegs. Das war möglich, dass man ein Jahr dort mit den österreichischen Kennzeichen fährt. Und das Auto haben dann mehrere Reisegruppen benutzt. Unter anderem war da Karl Leither, das war damals der Mann vom Radar seiner ersten Ex-Frau. Der hat sich für Schnitzereien interessiert, also für afrikanische Kunst. Der ist mit dem Auto 14 Tage gefahren oder 3 Wochen und so weiter. Jedenfalls, wir haben des Öfteren versucht, nach Gabun zu kommen, haben aber kein Visum gekriegt. Schließlich und endlich ist es dem Radar dann gelungen, in Kamerun ein Visum für Gabun zu kriegen. Und da waren wir 1 Woche in Kamerun und dann 3 Wochen in Gabun. Die nächste Reise war in die Elfenbeinküste und nach Ghana. Da war ich mit dem Otto Hoffmann unterwegs und da waren nur wir 2. Und da haben wir gehabt einen Citroën Ami 6, das war ein Radar, sein altes Auto, das hat er dort hingeschickt. Und es war nämlich, der Grund für diese Elfenbeinküste-Reise war, dass wir den Fundort von einem bestimmten Fisch gesucht haben. Da hat es gegeben einen sogenannten Aphysemion valkari, der ist 1911 beschrieben worden. Und da hat es nur konservierte Exemplare gegeben. Die konservierten Exemplare, die verlieren total die Farbe und da kann man nicht viel sagen. Und es ist dann 1964, 65, ist dann im Hobby
ein Fisch auftaucht, der zuerst einmal anders benannt worden ist. Und da ist man dann später draufgekommen, dass das der Aphysemion valkyrie ist. Aber der war nicht von Ghana, wo der Typenfund dort gelegen ist, von den Valkyrie, sondern der war aus der Elfenbeinküste von Abidjan. Und ein paar Jahre später ist von Ghana ein Fisch gekommen, der auch genauso dazugehört hat, aber in Form und Farbe ein bisschen variiert hat. Und da hat es dann Streitereien gegeben, was ist. Einer hat wollen neu beschreiben und die anderen haben sich da quergelegt. Jetzt haben wir gesagt, wir müssen dorthin fahren, den Typenfundort aufsuchen. Der Typenfundort in 1911 war die sogenannte Bokiza Mine. Das war eine Goldmine und die wollten wir in Ghana suchen. Also in Ghana, wir haben gewusst, dass das am Tano River ist, diese Bokiza Mine und ja, ist der Radar eben 78 im November runtergeflogen, hat zuerst das Auto geschickt. Wie er dann in Abidjan war, hat er das Auto nicht gekriegt, war das Auto nicht da. Das war noch immer unterwegs, weil das ist irgendwo ausgelohnt worden in einem Hafen. Die haben eine günstigere Fracht gekriegt. Und jetzt war die ganze Zeit, wie der Radar dort war, die 14 Tage hat er kein Auto gehabt. Hat er müssen fahren mit einem Taxi, hat Fisch gesammelt und hat von diesem Valkyrie-Formenkreis 5, 6 verschiedene Fisch gefunden, die da dazugehört haben, aber total anders ausgeschaut haben. Aber sie waren zu erkennen, dass dort dazugehören. In der Zwischenzeit ist der Eidherr, also den haben wir schon geredet, gefahren, der war wegen Holzschnitzereien dort und den ist bei dem Hami 6 ist die Bremsscheiben gebrochen. Der hat die Bremsscheiben dann schwasen lassen, aber das ist neben der Schwasennaht wieder angerissen. Dann hat er halt kein Auto gehabt. Der Hoffmann Otto und ich, wir sind dann nächstes Jahr drauf, also das war so um die Weihnachtszeit, wie der Eidherr dort war, sind wir hingefahren und wollten eben diese Bokiza Mine suchen. Also, oder zumindest die Fische finden, die dort vorkommen. Es hat sich herausgestellt, dass diese Bokiza Mine, die Goldmine, 1920 in Konkurs gegangen ist und dass sie halt nicht mehr gegeben hat. Und die Leute dort, die kann man überhaupt nicht fragen, weil die haben keine Ahnung. Also alles, das hat niemand gewusst. Wir haben auch mit Engländern dort geredet. Da war eine große Bauxitmine, die von den Engländern betrieben worden ist. Keiner hat was von der Bokiza Mine gewusst. Ich habe vorhin vergessen zu sagen, ja, das habe ich gesagt, dass annuelle Arten, also in Petrol, periodisch Austrocknung in Gewässern gibt. Und dieser Aphysemion valkyrie ist so einer, der in periodisch Austrocknung in Gewässern vorkommt. Der Radar, der hat im Oktober, November in der Elfenbeinküste welche gefunden, hat aber, weil er kein Fahrzeug gehabt hat, nicht nur nach Ghana fahren können, das ist das Nachbarland. Und wie wir dann im März hingekommen sind und nach Ghana können haben, weil das Auto war dann repariert, wir haben eine Bremsscheiben aus Österreich mitgebracht, die ist dann dort eingebaut worden. Es war zwar das Auto, der Ami 6 war dort gängig, das haben sie gehabt, aber die haben alle Trommelbremsen gehabt und keine Scheibenbremsen. Und so haben wir halt müssen die Scheibenbremsen mitfahren. Aber im März war kein einziger von diesen Aphysemion valkyrie zu finden. War nicht möglich. Ja, die nächste Reise war dann 78. In 78 war ich zweimal mit dem Radar und mit Otto Hoffmann im Kongo, in Zaire. Damals hat es also Zaire geheißen, heute ist die Demokratische Republik Kongo. Da wollten wir auch einen bestimmten Fisch finden, der in der Gegend von Kananga vorkommt. Das ist im Südosten von Zaire. Zaire ist ein Land mit 2 Millionen Quadratkilometer Fläche. Aber
wir haben schon alles gebucht gehabt, sogar von Kinshasa einen Flug nach Kananga in das Gebiet. Haben aber dann nicht machen können, weil das Diamantengebiet ist dort. Und die lassen keine Europäer dort hin, weil die würden die gestohlenen Diamanten aufkaufen. Also die unterbinden das. Also haben wir das nicht machen können, haben wir davor andere gemacht. Sagen wir mal. 1980, also 2 Jahre später, war ich dann mit Otto Hoffmann in Gabun. Wir sind nach Frausville geflogen, das ist im Südosten von Gabun, haben uns dort ein Auto gemietet und haben interessante Fische gefunden, wunderbar. Also die Reisen mit Otto Hoffmann, das waren die besten, was ich gemacht habe. Wir haben uns nicht nur für diese Kilifische interessiert, sondern auch für alle anderen Fische, Pflanzen und so weiter. Und da Hoffmann Otto war dabei. Während der Radar und der Schäl, da hat es nur gegeben, Bach eine, schauen, was da für Fische sind und schon wieder weiterfahren und zum nächsten. Wir haben den ganzen Tag gehetzt. Aber mit dem Otto Hoffmann war das gelassen, geruhig. Wir haben uns ja immer selber versorgt. Wir haben Konserven mitgehabt und in die ehemaligen französischen Länder hat es überall das Baguette gegeben. Wir haben Salami mitgehabt. Ja, Und Bier. Bier hat es dort gegeben, ja. Und einen Löskaffee haben wir mitgehabt. Und Campingkoch haben wir mitgehabt und ein Geschirr, dass wir mal ein Wasser warmen können und Ding. Und wir haben das mit Otto Hoffmann nicht mehr so gemacht, dass wir so gegen die Mittagszeit einen Bach gesucht haben, wo die Möglichkeit war, weil meistens sind die Bäche ja wild verwachsen, dass du ja kaum hin kannst. Aber wenn das in der Nähe von einem Dorf ist, dann ist das meistens ein Waschplatz, wo die Leute dann ihre Wäsche waschen und das Wasser holen und das ist ausgetreten. Und solche Sachen haben wir uns gesucht, haben unser Mittagessen zubereitet. Einer hat das gemacht und der andere ist im Bach gegangen, schauen, was drinnen ist. Wir haben ein Fotografierbecken mitgehabt. Wir haben Fisch fotografiert an dort und sind auch mit den Leuten in Berührung gekommen. Der Hoffmann hat ja relativ gut Französisch können. Und das war alles hochinteressant. Hat man dort essen auch was können? Also naja, wir haben, es hat die Möglichkeit gegeben, also wir haben mit den Schwarzen einmal mitgegessen oder die Sachen, was wir selber gehabt haben. Die Konserven oder das harte Gesöchte oder die harten Würsteln haben wir selber gegessen. Aber wir haben auch mit den Afrikanern mitgegessen. Und es hat auch Restaurants gegeben. Restaurants ist übertrieben. Wenn du da Glück gehabt hast du eins gefunden in einem Dorf, wo wer gekocht hat. Und da hast du aber einen Tag vorher sagen, was du essen willst. Nicht? Das hast du nicht gekriegt. Und das haben wir auch benutzt. Ja, was wollte ich da noch sagen? Wir haben dann nach 80, war ich dann 1985 das letzte Mal in Gabun, da waren wir ganz in Südgabun, haben wir wunderschöne Fische gefunden. Unter anderem einen kleinen, der dann als Afisemi und Hannelore beschrieben worden ist. Ja, das war dann meine letzte Reise nach Afrika, weil 1985 ist mein Vater gestorben. Und da war das dann aus. Wir waren dann, ich glaube 1998, ganz genau weiß ich das nicht, waren wir zwei in Bonaire, war ja, das 98? Kann sein, ja. Ja, und da waren wir dann eine Woche in Venezuela. Ja. Und zu dieser Zeit haben verschiedene Deutschsprachige aus Venezuela, die dort gelebt haben über deutsche Aquarienzeitschriften geworben für Naturausflüge in Venezuela. Und sowas hat der Hans Gampel wahrgenommen und der hat dort den Pflauger kennengelernt, den Norbert Pflauger, ein Regensburger, der damals schon 15, 20 Jahre
in Venezuela war. Der war Schmetterlingssammler und hat Naturreisen organisiert. Und da, nachdem wir in Venezuela waren, war ich dann im Jahr 2000 dazwischen noch in Guatemala. Im Jahr 2000 war ich in Guatemala mit dem Alfred Rader. Der Rader hat sehr viel lebendgebärende Zaunkarpfen interessiert. Und wir haben dort einen bestimmten Fisch gesucht, den wir dann auch mit Knoppenrad gefunden haben. Und 2003 war ich dann in Venezuela mit Hans Gamperl, 2004 in Venezuela mit Gamperl, 2006 in Venezuela mit Mario und 2012 mit Markus. Wir haben dort überall Fisch gefangen. Die letzten Reisen nach Venezuela, die waren nicht so Kilifisch-orientiert. Es hat zwar welche gegeben dort, aber nicht sehr viele. Bei den Reisen 2003 und 2004 haben wir eine neue Ribulus-Art gefunden, in der Nähe vom Salta Pará. Das ist ein Wasserfall am Rio Caura, der ungefähr 80 Meter runtergeht. Dort war ein ganz Bach und dort haben wir diesen Ribulus gefunden, den der Rader auch dann beschrieben hat, und das war der letzte Fisch, den er beschrieben hat. Wie hat man die mitnehmen können? Weil heutzutage ist ja das nicht mehr möglich, ne? Ja, heutzutage ist es auch möglich, aber nicht mehr im Handgepäck. Ne? Okay, Du darfst ja keine Flüssigkeit im Handgepäck nehmen, aber es sind ja diese Frachträume auch geheizt. Also man kann in Koffer, in einer Plastikflasche oder in Plastiksackel die Fische in den Koffer geben und kann es Da haben transportieren. wir gedacht, die sind kalt, die. Nein, die sind nicht kalt. Aha. Die sind genauso gekatzt. Ja, vielleicht nicht so hoch. Ja, das war im Großen und Ganzen das. Und das war im Plastiksackerl drinnen, oder? Oder wie habt Die- ihr das unterschiedlich transportiert? Wir haben die ersten Jahre haben wir nur in Plastiksackeln die Fische transportiert, haben es im Handgepäck gehabt. In Kühlboxen oder also in Kühlboxen haben wir auch mitgehabt, ja. Die waren aber in erster Linie dazu da, dass die Fische in Afrika nicht zu heiß gekriegt haben. Weil wenn du die fangst und aus dem Wasser tust und dann einen Tag im Auto fährst, wenn da keine Ist zu heiß. Klimaanlage ist, dann wird es zu warm und sterben die Fische. Deswegen waren die Kühlboxen wichtig. Und habt ihr schon, also sind schon nicht alle angekommen lebend, oder? War die Es sind, Rate gut? also es sind fast alle gut angekommen. Erstens einmal sind die schon dort ein paar Tage gehältert worden im Wasser. Die haben den Darminhalt schon ausgeschieden gehabt. Also die besteht immer die Gefahr, dass durch die Ausscheidungen von Fisch das Wasser kippt, also dieses Wasser von ihm. Aber wenn sie nichts mehr im Darm haben, dann fällt es flach. Und ja, später sind wir dann übergegangen auf Plastikflaschen. Da hat es gegeben so viereckige kleine Flaschen, die Lebensmittelqualität gehabt haben, Plastikflaschen mit einem Schraubverschluss, und das war auch ideal. Man hat in diesen Gefäßen, egal ob Plastiksackel oder Flaschen, ungefähr 1/3 Wasser reingegeben und 2/3 Luft. Und somit ist das wunderbar gegangen. Und Also das- diese kleinen Kilifische, die wir da gefangen haben in Afrika, die waren in der Größenordnung so um zwischen 4 und 6 Zentimeter groß. Wir haben natürlich immer geschaut, dass wir Jungfische kriegen, dass wir kleinere kriegen, weil die waren leichter zum Weiterbringen. Und Es ist um die Nachzucht gegangen. Also, ja, es ist darum gegangen, sie zu fotografieren zu Hause, weil die Fotos im Feld, die waren nicht so
gut. War nicht so toll, die haben wir nicht blitzt, die haben wir immer noch mit natürlichem Licht gemacht. Und vergessen habe ich noch zum sagen, dass die Männchen dieser Achilles sehr bunt sind, während die Weibchen einfärbig bräunlich-grau sind. Ja. Und die Männchen kann man natürlich an der Färbung leicht unterscheiden untereinander, während die Weibchen nicht zum Unterscheiden waren. Also man hat nicht dürfen verschiedene Arten in ein Gebinde zusammengeben, weil dann hat man die Weiberl nicht mehr voneinander kennt. Da hat man nicht mehr gewusst, welches Weiberl zu welchem Mann gehört. Na sehr gut. Jetzt haben wir da ein paar Bilder, die wir vielleicht einblenden können dann. Ja, Ich schaue mal, ob ich die jetzt dann öffnen kann. Ich fange einfach von vorne an. Also, wo das war, das war in Südgabun. Das war eine Schulklasse am letzten Schultag. Die haben da so eine Art Feier veranstaltet. Also ein Schulabschluss war das. Aha. Und diese Farbe, die im Gesicht haben, wie ist Das ist Kaolin. Und das kommt dort vor mit den Kaolin. Ja, da schmücken sie sich oder hat es irgendeine Bedeutung? So genau weiß ich das nicht. Und dort wird alles am Kopf transportiert, Ja, schwere Dinge. es ist so, dass die Frauen dort die geplagten Individuen sind. Die kommen furchtbar dran. Die Männer, die tragen fast gar nichts. Alles, was ein Hausrat oder irgendwie zum Tragen ist, tragen die Frauen oder die Kinder. Das Bild gehört zu einer Serie, wo eine Familie auf Wanderschaft war. Das war in der Elfenbeinküste und das war die Mutter, die da ihren Hausrat da in den Korb, was da eingebunden am Kopf tragt, drinnen hat. Das war eine spätere Reise mit Otto Hoffmann. Das war in Ghana. Wir haben mit den Army 6 haben wir doch von Elfenbeinküste sind wir in Ghana eingereist und das war kurz nach der Grenze. Da hat diese Frau Orangen verkauft. Die schön die Orangen so und verkaufen es dann. Okay, das ist ein Fundort wahrscheinlich? Das ist ein Fundort in Kamerun, in der Nähe von Kribi. Und habt ihr die Pflanzen auch mitgenommen, oder? Die Pflanzen haben wir auch mitgenommen. Das ist eine Grinum, eine Lilienart, Grinum natans. Und die sind ziemlich groß und die haben eine Knolle, wie alle Lilien. Haben auch die Knollen und wir haben nur die Knollen mitgebracht. Die sind dann im Aquarium gewachsen und haben auch blüht im Aquarium. Wahnsinn. Und das war so ein Waschplatz in der Nähe? Das war ein Waschplatz. Da haben wir auch einen Fisch gefunden, der frisch beschrieben worden ist. Da waren wir mit dem Schäl unterwegs. Das ist ein tolles Bild, finde ich. Ja, das war der Tausteis von der Naudernerde. Das ist der Ichthyologe gewesen. Und da haben wir unterwegs Pygmäen getroffen. Allerdings waren das andere Pygmäen, die im Landesinneren von Kamerun waren. Die haben andere Hütten gehabt und waren auch besser angezogen. Die schauen auch nicht so kleinwüchsig aus, finde ich. Nein. Ja. Interessant. Ja, das war im Landesinneren, das ist die zugefeilten Zähne gehabt hat. Dazu muss ich sagen, dieses Bild, ich habe das mit 6x6 gemacht, mit der Pentacon 6 habe ich damals gehabt. Da ist beim Entwickeln, in der Entwicklungsmaschine in Wien, ist der Film runtergefallen. Der ist reingefallen in die Maschine, muss schon entwickelt gewesen sein. Jedenfalls habe ich den nicht zurückgekriegt. Ich habe auch nicht gewusst, was da drauf ist auf dem Film. Nur 2 Monate später haben wir den Film gegeben. Nicht? Er hat Kratzer gehabt und verschiedene Farbflecken und so weiter.
haben sie entschuldigt, haben mir einen neuen Film gegeben und die Sache war. Nur habe ich können das Bild außerkopieren. Ja, darum habe ich das. Und die Frau, die hat einmal die Zähne hergezeigt und war dann nicht mehr zu bewegen, den Mund aufzumachen. Und das Gleiche ist mir in der Elfenbeinküste passiert. Da war ein junger Mann, der hat auch solche Zähne Und gehabt. wieso machen die das? Also, Ja, irgendein Brauchtum. weil das schön ist oder was ich was alles. Das muss ja schmerzhaft sein. Ja, das machen die mit kleinen Maseln oder ich weiß nicht, wie sie das machen. Ah, das ist auch witzig. Aber Ja, das ist der Schäl, Mhm. also auf der Und der Seite mit dem Radar blauen ist auch Hemd drauf. und der Radar, ja. Da- Und der hat da jemand kennt, den John Ebbe, der auch da drauf ist. Der war der Manager von einer Gummiplantage in Kamerun. Und den haben wir besucht und die haben ein Schwein geopfert. Das liegt da im Mhm. Fuhren. Das ist Seh's. gemordet worden und das haben wir dann gegessen. Aha. Das ist Aphysemia striatum, Männchen. Und die Fotos sind, ja, hast du selbst gemacht, logischerweise. Die Bilder hast du gemacht. Von Alle, dem- ja. Okay, das ist der R. Der Ist Ernst ein Haller, R4, ne? das ist der R4, ja. Da gibt es verschiedene, weil den ich kenne, hat vorne so Bügeln als Schutz für die Scheinwerfer. Ja, Ja. der ist ja lange Jahre ist der erzeugt worden. Wahnsinn. Und der Freddy hat geraucht. Also das. Ja, der Ja, Ernst Haller, Ernst auch, die Haller haben Ah ja, Profit genau. auf Teufel komm raus. Und das. Das ist im Kongo der Wamba-Fluss. Das ist ein Fluss, der ja, fast so groß wie die Donau ist. Und bis dorthin sind wir gekommen und weiter nicht. Also den Fluss haben wir, es ist zwar Brücken dort, wir haben das übersetzt. Wir haben dort auch interessante Fische gefunden, aber dann haben wir umgedreht. Das ist der für Simon Bürzle, Ah. beziehungsweise von der Lupanchax heißt der jetzt. Schön. Auch ein Fundort. Ja, das ist in Gabun, in Südgabun. Die haben, dort ist ein Gewässer, das rinnt zum Bildvordergrund an, wird aber im Bildvordergrund ist eine Straße und da wird das Wasser in einer Metallröhre unten durchgeführt. Und da staut sich das alles. In der Regenzeit ist die andere Seite überschwemmt und da sterben dann die Bäume an. Weil die sind das nicht gewohnt, das sind nicht solche wie in Südamerika am Amazonas, wo die monatelang im Wasser stehen aushalten, das halten die nicht aus. Und das Wasser ist so rötlich, ist das so moorartig? Ja, das ist durch das Tannin von den Pflanzen ist es so rötlich und das Wasser ist sauer. Das ist auch für Simeon Gardnere. Ah, war das wieder dieses Schulfest? Das ist wieder das Schulfest. Ja. Die Brillen sind ja interessant von dem. Ja, da habe ich bessere, weil die muss ich suchen. Ah, das ist wieder die. Ja, der ist mit Kaolin Kaolin Farbe. beschmiert. Also das hat alles eine Bedeutung gehabt. Die haben dort eine Vorführung gemacht. Die haben was getanzt, die haben irgendeine so Episode haben die getanzt. Und das hat dazugehört. Das haben wir alles nicht mitgekriegt. Ja, da tanzen sie. Wieder ein Fundort. Das ist ein Fundort von Aphysemia und Hannelore. Ah, okay. Mit Anubias, diese Pflanzen sind in der Aquaristik sehr begehrt. Das ist eine Sumpfpflanze, die monatelang unter Wasser steht. Das ist ein Aronstabgewächs. Und der Hannelore ist nach dem Bürzli beschrieben worden. Ja, der Hannelore, der ist 1980 beschrieben worden und der Bürzli, der ist 1973 beschrieben worden. Das ist welcher? Das ist der Hannelore. Ah, der Hannelore. Der ist 4 cm groß. Während der Bürzli ist 7 cm.
Ja, das ist ein Bild aus Venezuela. Das ist ein sogenannter Morichal. Da stehen Moriche-Palmen und da ist ein Grundwasser da. Ist ganz ein klares Wasser. Das trinken die Leute dort und da sind tolle Fische drinnen. Aber keine Kilifisch, meistens Salmler. Da war der Mario mit dabei. Ja, wir haben, also da war doch die Xiomara immer mit, die du ja eher kennst. Der, weil wir gefischt haben, hat die das Essen zubereitet und dann haben wir das Essen im Wasser verspeist. Da ist der Mario drauf. Und der Flagger, der schaut gerade in das Fotografierbecken auf die Fisch, was wir da gefangen haben. Wenn du nochmal zurückgehst, siehst du wieder in das. Ja. Das ist wieder in den 70ern. Das ist in Kamerun. Und die rechts von mir steht, das ist die mit den zugespitzten Zähnen. Und ich glaube, das Foto ist von Hubert Bederker. Das ist ein Salmler aus Venezuela, einmal im Kasia. Da wird das Boot beladen am Rio Caura. In Venezuela. Da fahren wir zu dem Wasserfall, zu den Salto Pará, 2 Tage flussaufwärts. Das auch. Ja, das war, die haben uns begegnet dort. Da ist der Flagger gerade am Werken, da sucht er auch Fisch. Also der hat uns ja sehr unterstützt. Ja, und da war ich auch in Venezuela, da war ich in einem Wasser drin. Das war bei der letzten Reise Venezuela, das war 2006. Nein, 2012. Mit Markus. Und den habt ihr dort auch gefunden? Ja, das ist auch aus Venezuela. Rio Toinaco haben wir gefischt. Das war ein ganz toller Fluss und das ist einer von den Piranha-Arten. Ist aber auch kleiner. Ja. Das war die Auswahl der Bilder. Sehr interessant. Ja, ich habe Vielleicht- noch genug andere, Ja. aber wir können welche dazu suchen. Ja, wir können einmal eine Fortsetzung drehen. Ja, Der machen wir. Gelegenheit. Ja, ich will mir was überlegen. Ja. Super Gut. interessant, danke. Ich bitte. Hab das gern gemacht. Màá jayé òní o, mi ò mẹ̀yìn ọ̀la o. Màá jayé òní o, mi ò mẹ̀yìn ọ̀la o. Màá jayé òní o, mi ò mẹ̀yìn ọ̀la o. Màá jayé òní o, mi ò mẹ̀yìn ọ̀la o. Ìbáraẹ̀kọ́dá tó dá tiẹ̀ sórí ewé.